Eigentlich muss ich noch die Motorüberholung an meiner MZ ES 250-2 zu Ende führen. Unerwarteterweise musste ich aber mehrere Wochen auf das Richten meiner Kurbelwelle warten. Ich denke, dazu werde ich noch ein extra Video machen. In der Zwischenzeit überkam ich deshalb die Langeweile und ich habe begonnen, an meiner MZ ES 150 die Lichtmaschine abzubauen, weil ich eine andere zur Probe einbauen wollte. Ich muss nämlich zugeben, dass mit dem MZ-Schrauber-Hobby bei mir eine gewisse Hamster-Ersatzteilhaltung Einzug gehalten hat. Ich habe also deutlich mehr Lichtmaschinen als Motorräder. Nachdem ich nun also alle Stecker gelöst habe und die Kohlen auch entspannt habe, löse ich jetzt die Lichtmaschine und nehme sie aus dem Motor heraus. Man sieht, das geht sogar recht gut, ohne dass man den rechten Seitendeckel des Motors demontiert. Aber ich sage gleich dazu, das Wiederanbauen der Lichtmaschine fällt deutlich einfacher, wenn man den rechten Seitendeckel demontiert. Das werde ich nachher auch noch tun. Um den Rotor zu lösen, muss man ja irgendwie die Kurbelwelle blockieren. In diesem Fall habe ich tatsächlich den Zylinder runtergenommen und blockiere mit meinem kleinen Kolbenhölzchen das Ganze. Andere Lösungen wären entweder mit einem Holzstiel im Auslass bei montiertem Zylinder oder mit dem Seiltrick durch das Zündkerzenloch. Für den Seiltrick muss ich jedoch eine Warnung aussprechen. Wenn man das unglücklich macht, kann es passieren, dass man das Seil im Auslassschlitz oder in den Überströmern abschert und dann ein Stück Seil im Motor liegen hat. Und in diesem Fall muss man dann den Zylinder sowieso vom Motor runternehmen. Den festsitzenden Rotor kriegt man mit so einer M10-Schraube mit genügender Länge abgezogen. Diesen Rotor bin ich jetzt einige tausend Kilometer gefahren und es hat perfekt funktioniert. Diese schwarzen Spuren an den Kontaktflächen, ich denke, das kommt von den Kohlen und hat für mich jetzt keine weitere Bewandtnis. Sie lassen sich auch nicht einfach so abwischen. Ich vermute mal, wenn man das wegmachen will, muss man da mit irgendeiner Schmirgelleine drüber gehen. Jetzt mache ich mal die essentielle Funktionsprüfung für diesen Rotor, nämlich das Prüfen auf Masseschluss. Wie gesagt, dieser Rotor funktionierte einwandfrei, daher ist er in Ordnung und eine gute Referenz für ein IO-Teil. Ihr seht, zwischen Gehäuse und diesen Kollektor-Kontaktflächen darf es zu keinem Stromfluss kommen, also da muss ein unendlicher Widerstand sein. Jetzt nehme ich als Vergleichsstück mal eins von meinen lagernden Ersatzteilen her und messe das durch. Man muss immer erst eine leitende Stelle am Gehäuse finden, denn wenn die isoliert ist, dann wird man niemals einen Stromfluss finden. Wenn also von Gehäuse zu Gehäuse null Widerstand ist und von Gehäuse zu Kollektor ein Widerstand kleiner unendlich, dann hat man ein Problem. Es gibt Anleitungen im MZ-Forum, da ist die Rede davon, dass wenn der Widerstand größer 1 Megaohm ist, dass es in Ordnung wäre. Jetzt habe ich hier 2 bis 3 Megaohm und frage mich, ob dieser Rotor in Ordnung ist. Offensichtlich ist er einmal runtergefallen, das macht keinen guten Eindruck. Ich habe mich entschieden, ihn trotzdem einmal einzubauen und trotz seiner ungewöhnlichen Form sieht man, dass er auch tatsächlich einbaufähig ist und dort reinpasst. Dieser Einbau- und Funktionsversuch war jedoch komplett negativ. Der Rotor ist definitiv kaputt, wenn der Isolationswiderstand kleiner unendlich ist. Das Gegenstück zum Rotor ist natürlich der Stator und auch dessen Widerstand kann man messen. Dazu löst man den Masseanschluss und isoliert diesen am besten.
Der Sollwert liegt bei 1,7 Ohm. Abzüglich der Ungenauigkeit meines Messgerätes passt das soweit. Würde ich immer noch mit dem mechanischen Regler fahren, dann bräuchte ich diesen Schaltwiderstand an der Lichtmaschine. Da ich aber seit geraumer Zeit mit einem elektronischen Regler fahre, braucht es diesen Widerstand nicht mehr. Da ich diese Lichtmaschine nun auf Lage lege, montiere ich nun aber pro forma den Widerstand, damit sie vollständig ist. Bevor ich nun eine meiner Ersatzlichtmaschinen in die MZ einbaue, tausche ich zumindest die Schleifkohlen aus. Denn diese sind ein Verschleißteil und je kürzer sie werden, desto weniger Anpressdruck haben sie und dies wirkt sich negativ auf den Stromfluss aus. Immerhin gibt es diese Schleifkohlen bei relativ vielen Anbietern günstig und in guter Qualität. Wichtig ist zu prüfen, dass die neuen Kohlen in den Führungen leicht laufen. Das nächste hier hat eigentlich nichts mit MZES 150 zu tun, sondern mit MZES 250. Denn ich habe in meinem Hamster-Repertoire von Lichtmaschinen auch eine Lichtmaschine für die große Schwester drin. Und diese Lichtmaschine sieht anders aus und hat ein zusätzliches Bauteil, nämlich eine Zündverstellung. Das heißt, für diese Maschine war es vorgesehen, dass der Zündzeitpunkt bei Leerlauf anders eingestellt ist als bei hoher Drehzahl. Erzielt wird das über diese Fliegewichte, die den Nocken verdrehen können. Schlussendlich kam MZ zu dem Schluss, dass ein MZ auch ohne dieses Zubehör gut startet und läuft. Bevor wir jetzt die Lichtmaschine wieder einbauen, wäre das eine gute Gelegenheit, die Schrauben hinter der Lichtmaschine einmal nachzuziehen.
Wie schon eingangs angekündigt, habe ich nun doch den rechten Motordeckel runtergenommen, weil man sonst einfach die Lichtmaschine schwer eingebaut bekommt. Vergesst doch nicht, diesen Passstein einzusetzen, der für verdrehsicheren Halt des Rotors auf der Kurbelwelle sorgt. Dann setzt man den Nocken auf den Rotor drauf. Ich habe da etwas Fett drunter gemacht, damit er nicht festrostet. Und nach mehrmaligen Versuchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es hilfreich ist, den Rotor nicht festzuziehen, bevor man die Lichtmaschine aufgesetzt hat. Denn da ist nicht viel Luft dazwischen und es hilft doch ein bisschen Bewegungsfreiraum zu haben, um die äußere Lichtmaschine in ihre Passsitze einzusetzen. Und das fällt schwerer, wenn der Rotor schon festgezogen ist. Wenn dann alle Stecker wieder dran sind, sieht das so aus. Und nun folgt die Zündpunkteinstellung. Das zeige ich jetzt aber nicht, sondern verlinke nur mein schon vorhandenes Video zu diesem Thema. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zur Funktionsprüfung und das bedeutet die Spannung an der Lichtmaschine messen zwischen D+ und Masse. Man sieht jetzt bei Leerlaufdrehzahl haben wir irgendwas um die 4 bis 5 Volt und erst wenn man ein bisschen Gas gibt, steigt diese Spannung an. Wichtig ist, dass sie über 6 Volt, also deutlich über 6 Volt geht, weil sonst die Leistung einfach zu gering ist, die die Lichtmaschine bringt. In diesem Fall ist es in Ordnung. Die Ladekontrollleuchte bleibt aus, auch bei Leerlaufdrehzahl. Verlasst euch im Übrigen nicht zu sehr auf diese Lampe. Mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass sie nicht leuchtete, obwohl die Spannung an der Lichtmaschine viel zu gering war und ich schlussendlich dann mit leerer Batterie dastand. Also immer schön nachmessen und in dem Sinne gute Fahrt.